Wissen Sie, wer Barcelonas berühmtester Bürger ist? Nein, wir meinen nicht Fußballer. Bei einem Spaziergang durch die Stadt stößt man an vielen Stellen auf seltsame, auffällige Bauwerke. Dies sind elegant dekorierte Gebäude ohne eine einzige scharfe Ecke, sie ähneln riesigen Statuen bizarrer Tierfiguren, die mit Mosaiken bedeckt sind. Sie wurden von Antonio Gaudí entworfen und gebaut, einem genialen Architekten, dessen einzigartiger Stil noch immer die Arbeit moderner Meister beeinflusst. Zu den berühmtesten Werken Gaudís in Barcelona zählen das Haus Casa Vicens, die Schule Terezia Janek, das Wachhaus Casa Bella, der Güellpalast, das Haus Casa Batlló, das Haus Casa Mida, der Chill-Park und natürlich das berühmte der Tempel Sagrada Familia, dessen Bau vor 139 Jahren begann und bis heute andauert. Warum der Tempelbau? Die Sagrada Familia ist seit so langer Zeit ein Markenzeichen Barcelonas, ein anerkanntes Symbol der Stadt, und ihre majestätischen Türme hinterlassen einen wirklich unvergesslichen Eindruck. Als ursprüngliche Initiatorin für den Bau der Sagrada Familia wurde Maria Boca ausgewählt, eine zutiefst religiöse Buchhändlerin, die 1816 die spirituelle Vereinigung der Anhänger des heiligen Josef gründete. Diese Organisation trug zur Verbreitung des Katholizismus während der industriellen Revolution im Jahr 1818 bei, indem sie Land für den Bau eines Tempels kaufte. Etwa eine Gesamtfläche von 12.800 Quadratmetern und sie wurden mit Beginn einer Arbeit bezahlt. Der Grundstein wurde am 1903-1818-2 vom Architekten Francisco de Villar gelegt, ein Jahr später wurden seine Dienste abgelehnt und der Auftrag zur Fertigstellung des Gebäudes an Gaudí vergeben. Antonio war damals kaum 31 Jahre alt. Dieses Projekt wurde für den jungen Katalanen zu einer lebenslangen Angelegenheit. Trotz seines jungen Alters bekam Gaudí verdientermaßen eine so verantwortungsvolle Position. Er hatte bereits mehrere Meisterwerke der Architektur, Gaudí verbrachte die meiste Zeit seines Lebens bis zu seinem 16. Lebensjahr. Chaosu AV im Jahr 18168 zog er nach Barcelona, ab 18175 absolvierte Antonio 4 Jahre Wehrpflicht. Aus gesundheitlichen Gründen verbrachte er die meiste Zeit im Krankheitsurlaub, was ihm den Eintritt in die Hochschule für Architektur in Barcelona ermöglichte. Dort schloss er 1878 sein Architekturstudium ab. Während seines Studiums arbeitete er auf seine Weise als Zeichner für einige der berühmtesten Architekten Barcelonas. Um das Stipendium zu bezahlen, begann Gaudí bereits vor seinem Abschluss, seine eigenen Kunden vorzubereiten. Im Jahr 18178 schuf der Handschuhmacher auch eine Vitrine für Emil auf der Weltausstellung in Paris. Es erregte die Aufmerksamkeit des Textilherstellers Eusebia Gela Terry Gaudí und wurde sofort gebeten, Möbel für die Kapelle Palacio di Sobrellano in Comillas zu entwerfen. Am Ende betraute die EU-Mahnwache Gaudí mit mindestens 5 Großprojekten in den nächsten 35 Jahren. Im Jahr 18177 erhielt Gaudí seinen ersten großen Auftrag. Casa Vicens, der Sitz von Manuel Licens y Montanara, einem lokalen Ziegel- und Fliesenhersteller, der seinen Ruf als vielversprechender Architekt in Barcelona festigte. Casa Vicens ist eine bunte Mischung verschiedener Architekturstile. Der auffälligste und bekannteste ist der maurische Muderstil. Strukturformen und ornamentale Lösungen spiegelten Gaudís Liebe zur orientalischen Kunst wider, hauptsächlich zu ungarischer, persischer und byzantinischer Kunst. Gaudís Wunsch, ein architektonisches Ensemble zu schaffen, in dem jedes Detail wichtig ist, zeigt sich bereits in diesem frühen Werk. Deshalb entwarf er selbst die Originalgitter der Tore, Fenster und Balkone und fertigte Skizzen für die Innenausstattung des Speise- und Rauchzimmers an. Für den Bau des Wissenshauses verwendete der Architekt Rohstein und Keramikfliesen. Aus diesen Materialien kreierte er Blumen- und Schachbrettmuster. Seit 2005 steht das Haus zusammen mit anderen Schöpfungen von Antonio Gaudí auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Durch einen Auftrag aus dem Jahr 18178 zum Bau eines Industriegebäudes durch die Mataró-Arbeitergenossenschaft lernte Gaudí die Lehrerin Josefa Moro kennen. Offensichtlich erwiderte sie sein Interesse nicht. Sie war die einzige Frau, für die der Architekt jemals romantisches Interesse zeigte. Danach widmete er sich für den Rest seines Lebens ganz der Arbeit. Der katholische Glaube eroberte immer mehr seinen Geist. Im Jahr 1818, als Wenceshaus gebaut wurde, begann Gaudí mit den Arbeiten an der Sagrada Familia in Barcelona.
Der Architekt entwarf die Kathedrale als Verkörperung der Bibel in Stein aller Stuckaturen. Die Fassaden sollten das Leben und Wirken Christi auf Erden vermitteln. Auch hier wich Gaudí nicht von seinen Prinzipien ab, er erfand nichts im Voraus, er verkörperte seine Ideen, wie sie während der Arbeit entstanden. Darüber hinaus war er ständig auf den Baustellen präsent und überwachte den gesamten Ablauf umfassend. So begann langsam die wunderschöne Kathedrale zu wachsen und erhob sich über alle Häuser Barcelonas, die damals mit ihren Formen und architektonischen Skulpturen alle Bewohner in Erstaunen versetzte und noch heute die Blicke von Besuchern aus aller Welt in Erstaunen versetzt. Der Grundriss des Tempels spiegelte im Allgemeinen die Pläne berühmter gotischer Kathedralen wider. Die Sagrada Familia hat 5 Schiffe, die Länge der Basilika einschließlich der Apsis beträgt 95 m. Laut Gaudí. Die Idee bestand darin, eine Kirche mit 3 Fassaden mit gleicher Dekorationsform zu schaffen, die mit 4 geschwungenen Türmen geschmückt sein sollte. Das Ergebnis sollten 12 bis zu 112 m hohe Türme sein, die jeweils einen der Apostel symbolisieren. Die Fassaden sollten die Lebensabschnitte Christi, Geburt, Passion und Auferstehung, personifizieren. Weitere 4 Türme. Jeder der 120 m sollte die Evangelisten symbolisieren und den zentralen höchsten 170 m hohen Turm umgeben, der Jesus gewidmet ist. Dort sollte ein Kreuz platziert werden. Über der Apsis sollte ein Turm mit einem Glockenturm zu Ehren der Jungfrau Maria platziert werden. Das Gebäude und die Dekoration im Inneren verblüfften schon damals die Fantasie mit der Menge an Details, aber auch mit Nachdenklichkeit, einer Darstellung von Übergangslinien, einer Kombination verschiedener Stile und moderner gotischer christlicher Tradition. Bei Rocco bildeten die Elemente der orientalischen Architektur eine harmonische Komposition, in der es nichts Überflüssiges gibt. Doch wie kam es dazu, dass der Bau 139 Jahre dauerte? Ein Projekt dieser Größenordnung zu realisieren war nicht einfach, technische Probleme waren vorprogrammiert. Die dringendste Frage war, wie die Stabilität des Bauwerks gewährleistet und ein zukünftiger Einsturz verhindert werden kann. Gaudí löste dieses Problem auf brillante Weise, indem er seine eigene Technik anwendete, indem er die Stärke von Parabelbögen und geneigten Säulen kombinierte, die jeder Belastung, auch schweren Bögen, standhalten. Der Architekt entwickelte dieses Prinzip, indem er natürliche Muster untersuchte, insbesondere das Wachstum von Eukalyptusbäumen. Das Tragsystem im Kirchenschiff sieht aus wie eine Formation aus Steinschächten, mit Basalt, Sandstein oder Granit ausgekleidete Stahlbetonsäulen gehen bis zu einer Tiefe von 20 m in den Untergrund und erreichen eine Höhe von 20 m. Jeder von ihnen ist 70 m lang und hält Erdbeben von 7 Grad und Windböen von bis zu 200 km pro Stunde stand. Das ursprüngliche Masterunterstützungssystem verfügt über ein weiteres bemerkenswertes Merkmal, das Tempelschiff. Es ist auf seinem Fundament aufgebaut und fühlt sich fast schwerelos an. 43 Jahre seines Lebens widmete der Architekt der Sagrada Familia. Seit einigen Jahren verlässt er seine kleine Werkstatt direkt auf der Baustelle 070619126 nicht mehr. Der Architekt wurde ohne angemessene medizinische Hilfe von einer Straßenbahn angefahren. Er starb einige Tage später. Der Leichnam des Architekten wurde in der Krypta der Sagrada Familia beigesetzt. Zum Zeitpunkt von Gaudís Tod waren nur die Krippenfassade der Apsis, die Krypta und der Turm des heiligen Bernhard fertiggestellt, was etwa 20% davon entspricht, war geplant. Obwohl der Meister 2 Modelle des zukünftigen Tempels hinterließ, kamen sofort Zweifel auf, ob die Sagrada Familia überhaupt fertiggestellt werden könnte, das Problem stellte sich jedoch nicht. Nur auf technische Komplexitäten. Nach der Entscheidung der Gründer wurde der Tempel ausschließlich aus Spenden der Gemeindemitglieder gebaut, aber die Baukosten waren exorbitant. Bis 19.114 waren mehr als 3 Millionen Peseten ausgegeben worden. Die Beschaffung zusätzlicher Mittel war schwieriger, aber Gaudís Mitarbeiter Domenech Suetz übernahm die Leitung der Arbeiten. Bis 19.136 gelang es ihm, den Bau der 3 verbleibenden Glockentürme der Krippenfassade abzuschließen und die Arbeiten an der Keramikzypresse abzuschließen, die den zentralen Eingang der Fassade krönt. Der Bau war jedoch weiterhin mit Hindernissen verbunden, der Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs verhinderte die Fortsetzung des Baus. Erschwerend kam hinzu, dass bei einem Brand im Jahr 1913 viele Zeichnungen und Modelle, die in Gaudís Werkstatt aufbewahrt wurden, zerstört wurden.
Dennoch ließen sie das Grab des Architekten unberührt, wohl wissend, dass Gaudí von allen als Heiliger angesehen wurde, unabhängig von sozialem Status und politischer Überzeugung. Die Arbeiten dauerten bis 19.152 und gingen nur sehr langsam voran. Im Jahr 1915 wurde mit dem Bau der Fassade der Passionsbücher begonnen. Nach der Fertigstellung der Krypta im Jahr 1961 wurde hier ein Museum eröffnet, das sich den historischen, technischen, künstlerischen und symbolischen Aspekten des Projekts widmet. 1918 kam der 23-jährige Neuseeländer Mark Berry nach Barcelona. Zusammen mit anderen Architekten versuchte er, die Fragmente zusammenzusetzen, die vom Modell des von den Gaudí geschaffenen Tempels übrig geblieben waren. Zunächst konnte er ihre skurrile geometrische Form nicht verstehen. Dann erkannte Berry plötzlich, dass im Zentrum der bizarren technischen Fantasie des großen Meisters neben anderen Naturphänomenen die Struktur des Gesteins stand. Anschließend wurde Berry zum Generalarchitekten der Sagrada Familia befördert. Mit Hilfe parametrischer Computermodellierungstechniken aus der Luft- und Raumfahrtindustrie gelang es ihm, die Projekte des genialen Katalanen zu vollenden. Man kann es sich kaum vorstellen, aber Gaudí entwickelte dreidimensionale mathematische Modelle nur mit Hilfe seiner Vorstellungskraft und Intuition. Die durchgeführte Computeranalyse bestätigte die Richtigkeit der Berechnungen des Kapitäns. Er kontrollierte die Stabilität des Modells mit Hilfe von am Berry-Modell aufgehängten Sandsäcken und beschleunigte außerdem den Bauprozess. Da er anfing, den Stein mit automatischen Werkzeugen zu schneiden, wurde die ganze Zeit über kein bisschen öffentliches Geld für den Bau ausgegeben. Von 1882 bis heute wurde alles durch private Spenden finanziert, was teilweise zu langen Verzögerungen führte, bis wieder ein vermögender Sponsor gefunden wurde. Das aktuelle Budget für den Bau der Sagrada Familia beträgt rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Wenn wir die Kosten der letzten Jahre zusammenzählen und die ungefähren Arbeitskosten der letzten 100 Jahre addieren, dann belaufen sich die tatsächlichen Kosten des Sagrada Familia Tempels auf mehr als 1 Milliarde Euro. Dass der Tempel von anderen Architekten fertiggestellt wird, ist übrigens ein häufiges Phänomen in der europäischen Geschichte. Viele der grandiosen gotischen Kathedralen seien vor Jahrzehnten von Gaudí kurz vor seinem Tod erbaut worden, sagte er. Menschen werden aus der ganzen Welt kommen, damit sie sehen können, was wir tun und die Sagrada Familia sich nicht irrt. Obwohl unvollendet, ist er zu einem Symbol Barcelonas geworden und hat in den letzten Jahren Touristen aus aller Welt angezogen. Vor der Pandemie wurde der Tempel von bis zu 4,5 Millionen Menschen pro Jahr besucht, als die 6 zentralen Türme Jesu, der Jungfrau Maria und die 4 Evangelisten sind fertiggestellt. Die Sagrada Familia wird ihre maximale Höhe von 172,5 Metern erreichen. Sie wird die höchste Kirche der Welt werden. Derzeit ist der Bau zu etwa 70% abgeschlossen. Kürzlich erklärte der spanische Architekt Jordi Folio, dass der Tempel bis 2026 fertiggestellt sein werde. Pünktlich zum 100. Todestag Gaudís brachte die Pandemie jedoch eigene Korrekturen in die Entwicklung. Wahrscheinlich werden diese Pläne nicht in Erfüllung gehen. Als Gaudí auf jeden Fall nach dem Zeitpunkt für die Fertigstellung des Baus gefragt wurde, antwortete er, indem er mit dem Finger zum Himmel zeigte und, wie Sie wissen, sehr philosophisch antwortete: Mein Kunde hat es nicht eilig und das ist alles, Freunde. Gib ihm ein Like. Wenn Sie etwas Neues herausgefunden haben, schreiben Sie Kommentare und wir sehen uns bald wieder.